Ein altes bretonisches Sprichwort sagt: Wenn der Sturm nicht stärker werden kann, ist man der Sonne am nächsten. Und in die Zukunft blicken ist das, was ich hier sehe, und zwar mit diesem unserem Kandidaten, Christian Nienhaus. Und Christian, ich würde dich bitten, 2, 3 Worte zu uns in Hagen zu sprechen. Ja, schönen Dank, Martin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, meinen Freund Friedrich Merz hier begrüßen zu können. Friedrich, herzlich willkommen. Und wir haben 3 Gemeinsamkeiten, vielleicht noch mehr, aber 3, die ich hier erwähnenswert finde. Die erste Gemeinsamkeit ist, dass wir vor erstaunlich langer Zeit gemeinsam im JU-Landesvorstand Westfalen-Lippe, hieß das damals noch, saßen und dort gemeinsam gekämpft haben. Sehr geehrten Damen und Herren, zunächst einmal herzlichen Dank für die sehr freundliche Begrüßung hier in der Nachbarschaft in Hagen, im Tor zum Sauerland, wie Sie sich ja hin und wieder auch mal selbst nennen. Ich freue mich, dass ich heute Abend meinem wirklich sehr, sehr langjährigen Freund Christian Nienhaus ein bisschen Schützenhilfe geben kann in seinem Wahlkreis hier in Hagen. Und ich bekenne mich auch mitverantwortlich dafür, dass Christian Nienhaus dieses Abenteuer eingeht. Denn wir haben darüber lange gesprochen und er hat mich auch um Rat gefragt und ich habe ihm gesagt, ich fände das prima, wenn du das machst. Denn es gibt ja doch in der Bevölkerung immer wieder, zu Recht oder zu Unrecht, viele Klagen über die Zusammensetzung der Parlamente, über die Qualität unserer Politiker. Sie haben das jetzt in Hagen am 25. September in der Hand, mit darüber zu entscheiden, dass jedenfalls aus diesem Wahlkreis ein hochqualifizierter, beruflich sehr erfahrener und politisch denkender Mensch für die CDU in den Deutschen Bundestag kommt. Und ich bin ein bisschen auch in meinem persönlichen Denken geprägt von den vielen Begegnungen, die ich über die letzten Jahre, eigentlich seit Anfang der 80er Jahre, immer wieder auch mit amerikanischen Abgeordneten und Senatoren gehabt habe. In Amerika ist so ein Wechsel zwischen Politik und Beruf viel selbstständiger, selbstverständlicher als bei uns. Denn, meine Damen und Herren, dieser 20. Deutsche Bundestag, der da in morgen genau einem Monat gewählt wird, der steht mit einer dann noch zu wählenden Regierung vor großen Aufgaben. Wir sind ja so ein bisschen geneigt, ich habe das früher auch selber immer getan, zu sagen, ja, diese Bundestagswahl, das ist jetzt die Schicksalswahl für Deutschland und danach geht es entweder so rum oder in den Abgrund. Das ist natürlich alles halb richtig und halb falsch. Aber richtig ist für diese Bundestagswahl, dass sie eine Beobachtung findet auf der Welt, wie wahrscheinlich wenige Wahlen vorher. Wir sind ja häufig geneigt, unser eigenes Land ein bisschen unter den Scheffel zu stellen, etwas klein zu machen. Das ist auch eine durchaus gute, bescheidene Haltung. Aber täuschen wir uns mal nicht, diese Bundesrepublik Deutschland wird in den nächsten Jahren noch mehr gefordert sein, wenn es darum geht, die Richtung zu entscheiden, mitzuentscheiden, wohin sich denn zum Beispiel Europa entwickelt. Wenn wir Deutschen diese Europäische Union nicht ein Stück weit nach vorne bringen und wenn wir nicht einen großen Beitrag dazu leisten, dass Europa funktioniert, dann wird nicht nur Europa zurückfallen, dann werden wir auch zurückfallen. Und das hat sich in den letzten Tagen in einem Brennglas gezeigt, was wir können und was wir nicht können in Afghanistan. Wenn wir noch nicht einmal in der Lage sind, ohne amerikanische Hilfe unsere eigenen Soldaten wieder herauszuholen aus einem solchen Einsatz, dann müssen wir einfach sagen, das reicht nicht. Das ist zu wenig. Wir müssen hier wenigstens die Transportkapazitäten in Europa und auch in der deutschen Bundeswehr haben, um solche Einsätze zu beginnen, aber sie dann in einer so prekären Situation, wie wir sie gegenwärtig erleben, auch wieder zu beenden. So, und wer dann der Bundeswehr die notwendigen Mittel vorenthält, wer das alles für überflüssig hält, der versündigt sich an unseren Soldatinnen und Soldaten, die wir dahin geschickt haben und die einen Auftrag haben, für unsere Sicherheit zu sorgen.
Und da ich nun an vielen Bundestagsentscheidungen beteiligt war, von 2001 bis 2009, immer wieder auch die Einsätze verlängert habe in Afghanistan. Ich will den Soldatinnen und Soldaten nicht nur Dank sagen, ich tue das mit ganz großer Dankbarkeit, dass sie diesen Einsatz gemacht haben. Ich will Ihnen auch sagen, es war nicht umsonst und nicht vergebens. Es hat Menschenleben gekostet. Viele hundert sind traumatisiert und schwer verletzt zurückgekehrt nach Deutschland. Aber immerhin, wir haben 20 Jahre dafür gesorgt, dass aus diesem Land keine Terroranschläge mehr verübt worden sind. Wir haben dafür gesorgt, dass in diesem Land 20 Jahre junge Mädchen zur Schule gehen konnten, jedenfalls in einigen Teilen des Landes. Und wir haben dafür gesorgt, dass wenigstens der Versuch unternommen wurde, dort normale politische Strukturen zu etablieren und eine zivile Gesellschaft. Wir müssen allerdings heute mit großer Bitterkeit feststellen, es ist uns auf Dauer nicht gelungen, dieses Ziel zu erreichen. Und daraus müssen wir Konsequenzen ziehen. Eine der Konsequenzen hat der amerikanische Präsident Joe Biden in der letzten Woche genannt, eher beiläufig. Er hat gesagt, wenn die Länder, in denen wir so etwas machen, mit solchen Militäreinsätzen, selbst nicht in der Lage sind, sich zu verteidigen, zivile Strukturen, vielleicht sogar demokratische Strukturen aufzubauen, dann können wir das mit NATO-Truppen auf Dauer nicht ersetzen. Und ich glaube, das ist eine erste Konsequenz. Ich würde auch aus der Rückschau sagen, ich würde diesen Einsätzen heute wieder zustimmen. Aber für die Zukunft würde ich solchen Einsätzen nur zustimmen, wenn gewährleistet ist, dass örtliche Strukturen da sind, die das gewünschte Ziel auch erreichen und dass eine dauerhafte Präsenz über Jahre oder gar Jahrzehnte nicht mehr möglich ist. Aber dass wir eine Bedrohung durch den internationalen Terrorismus, dass wir auch durch den islamistischen Terrorismus weiterhin eine massive Bedrohung auch unserer Freiheit haben, im Inneren wie im Äußeren, dass Anschläge, dass Terrorakte, dass solche Regime wie in Iran, im Irak, in Syrien, an anderer Stelle der Welt auch unsere Freiheit bedrohen. Das ist ein Sachverhalt, über den müssen wir auch weiter reden und über den müssen auch politische Entscheidungen getroffen werden. Und wenn ich sage wir, dann sind das nicht wir Deutschen allein. Jetzt, wo die Amerikaner nach Trump nicht wieder zu den guten alten Zeiten zurückkehren, die es ohnehin nie gab. Und Trump ist auch nicht über Nacht gekommen und ist nicht wieder über Tag gegangen. Es kommt nicht wieder so, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg war, dass die Amerikaner sozusagen die Weltordnungsmacht sind und dafür sorgen, dass wir hier in Freiheit und in Frieden leben können. Wir werden einen großen Teil Verantwortung selbst übernehmen müssen für unsere Freiheit, für unseren Frieden, auch für unsere wirtschaftliche Entwicklung. So, und da will ich einmal sagen, vor der Klammer aller Meinungsverschiedenheiten, die wir in der Politik haben, das dürfen wir doch mal festhalten im Jahr 2021. Gerade 75 Jahre Nordrhein-Westfalen gefeiert, 73 Jahre Bundesrepublik Deutschland. Wir leben doch in einem der schönsten, der friedlichsten, der freiheitlichsten, der sozialsten, der stärksten und der wohlhabendsten Länder der Welt. Das ist nicht selbstverständlich, aber wir leben in einem solchen Land. Dies ist ein im Kern funktionierendes Gemeinwesen. Und wenn es einmal zu einer Krise kommt, dann sind wir in der Lage, so etwas zu lösen. Ja, da hätte man manches besser machen können. Und da wird man manches auch noch für die Zukunft aufarbeiten müssen, um es dann in Zukunft wieder besser zu machen, noch besser zu machen. Aber dass es uns so gut gelungen ist, ist ein Teil der Leistungsfähigkeit, auch der Solidarität in unserer Gesellschaft. Ich finde, es ist jetzt der Punkt gekommen, wo wir mal sagen müssen, nachdem wir aus der Steinkohle ausgestiegen sind, aus der Braunkohle ausgestiegen sind, aus der Kernenergie ausgestiegen sind, wir sind jetzt genug ausgestiegen, wir müssen jetzt in diesem Land mal darüber reden, wo wir einsteigen. Wir müssen mal wieder nach vorne und positiv denken und nicht nur negativ nach hinten. Und das heißt im Klartext, wir dürfen keine Technologie ausschließen für die Zukunft, die uns die Lösung dieses Problems erlaubt. Sagen wir ganz offen sagen, ich bin da auch nicht einig mit manchen in der Union. Die einseitige Festlegung auf die Elektromobilität halte ich für einen Fehler. Es wird andere Formen der Mobilität geben. Es wird hybride Antriebe geben, es wird Wasserstoff geben, es wird möglicherweise sogar synthetische Kraftstoffe geben, die man aus CO2 sogar wieder herstellen kann. Die Verfahren gibt es, sie werden entwickelt. So, und deswegen auch an die Adresse der Grünen.
Jetzt festzulegen, was in 10 Jahren technisch möglich ist eine, wie hat das mal einer der Väter der sozialen Marktwirtschaft so schön formuliert, eine Anmaßung von Wissen. Wir wissen das heute in der Politik nicht. Wir sind keine Ingenieure. Wir sitzen nicht in den Forschungseinrichtungen. Wir wissen nicht alles. Was wir tun müssen ist, diesen Forschungseinrichtungen, den Ingenieuren in Deutschland, den Unternehmen, den Universitäten jetzt Freiräume geben, um alles zu erforschen und zu entwickeln, was möglich ist, um dieses Problem zu lösen. Deswegen sage ich, das ist jetzt nicht die Stunde der Ideologen. Das ist die Stunde der Ingenieure, von denen wir so gute und so viele in Deutschland haben. Ich bin mir übrigens sicher in meiner Einschätzung und auch in meiner Zuversicht, dass es möglich sein könnte, dass wir in den nächsten Jahren so große technologische Sprünge erleben, dass wir die Zeitpläne sogar, die jetzt schon ehrgeizig genug sind, noch einmal überbieten oder besser unterbieten können und noch schneller zum gewünschten Ziel kommen, setzt allerdings voraus, dass wir die Scheuklappen ablegen und dass wir nicht alles, was neu ist, sofort irgendwo kritisch betrachten, sondern dass wir mal mit einem gewissen Grundoptimismus auf neue Technologien gehen und sagen, ja, da könnte eine Lösung des Problems liegen. Und da ziehe ich mal eine Parallele zu Corona. Ich weiß, dass es manch einen gibt, der etwas skeptisch ist beim Impfen. Aber was ist denn da möglich gewesen? Du hast es eben mit BioNTech angesprochen, ich spreche mal mit CureVac an und mit anderen Unternehmen. Wir haben in Deutschland forschende Pharmaunternehmen, junge, kleine Unternehmen, die übrigens auch fast alle mit Staatsgeldern unterstützt worden sind, die in der Krebsforschung unterwegs waren und plötzlich einen Impfstoff entwickelt haben gegen Corona. Und wir müssen auch mal ein bisschen bereit sein, das Unbekannte anzunehmen, weil wir genau wissen, und ich freue mich, dass so viele junge Leute heute Abend sind, es geht um deren Zukunft und um deren Chancen in Deutschland auch in den nächsten Jahren und in den nächsten Jahrzehnten in Frieden, in Freiheit, in Wohlstand, sozialer Gerechtigkeit zu leben. Und dafür lohnt es sich doch mal zu kämpfen und dafür auch einzustehen und auch mal Mut zu haben und nicht überall verzögert und überall mit Bedenken und Zögern herumzulaufen und alles zu erklären, wie schlimm das sein könnte. Nein, wir haben alle Chancen, aber wir müssen diese Chancen jetzt auch wirklich beherzt nutzen.